In der Weihnachtszeit. Helene Stöckel. Der kurze Wintertag neigte sich seinem Ende zu. Die Giebelfenster der hohen Häuser der Stadt, die eben noch unter den Strahlen der Abendsonne golden geflammt hatten, verblassten allmählich. Abendschatten huschten über Straßen und Plätze. Auch in dem großen Zimmer im ersten Stock eines ansehnlichen Hauses der Vorstadt kämpfte das Tageslicht nur noch matt mit der einbrechenden Dämmerung. Der alte Mann, der über seinen Schreibtisch gebeugt, eifrig mit Zirkel und Feder beschäftigt gewesen war, schob feine Pläne und Zeichnungen zurück. »Wie kurz die Tage werden«, murmelte er und blickte auf den vor ihm hängenden Kalender. Der 10. Dezember schon. Sein Auge überflog die nächsten Wochen. In 14 Tagen ist Weihnachten. Er stand hastig auf und schritt, die Hände auf dem Rücken, unmutig in dem schnell dunkelnden Zimmer auf und ab. In 14 Tagen war Weihnachten. Was ging ihn Weihnachten an? Es war ihm gleichgültig. Nein, mehr. Der bloße Gedanke daran war ihm verhasst und widerwärtig. Wie hätte es auch anders sein können? Welchen Grund hätte wohl ein alter Mann wie er, um Weihnachten zu lieben? Wenn es ihm nur möglich gewesen wäre, den Weihnachtstag ganz zu vergessen. Jedes Jahr gelang es ihm, seinen Geburtstag zu vergessen. Warum wollte ihm das nur nicht mit dem Weihnachtstage gelingen? Die Hausmeisterin, welche seine Bedienung besorgte, erinnerte ihn gewiss nicht daran. Sie hatte ihr Geschenk am Neujahrstage zu erwarten und war, durch vieljährige Erfahrung gewissigt, längst daran gewöhnt, sich im Verkehr mit ihrem Herrn auf die notwendigsten Worte zu beschränken. Auch von den jungen Bauzeichnern, die im Winter in seinen im Parterre des Hauses gelegenen Büros arbeiteten, war keine Erinnerung an Weihnachten zu befürchten. Sie pflegten heilfroh zu sein, wenn die geschäftlichen Besprechungen hinter ihnen lagen, und fühlten nicht das leiseste Verlangen nach einer Privatunterhaltung mit Herrn Stöger, ihrem bärbeißigen Chef. Und was die alten Herren anbelangte, mit denen er allabendlich im Casino zusammenzutreffen pflegte, so hatten diese vermutlich ebenso wenig Grund wie er, Weihnachten zu lieben oder viel Aufhebens davon zu machen. Trotz alledem machte sich die Weihnachtszeit ihm regelmäßig bemerkbar, nicht bloß an dem eigentlichen Festtage, das wäre noch zu ertragen gewesen, sondern schon wochenlang vorher. Was nützten alle Vorsätze, gar nicht an das dumme Weihnachtsfest zu denken, wenn er nur aus dem Hause zu treten brauchte, um fortwährend daran gemahnt zu werden? Wenn an jedem Gewölbe große Plakate zu Weihnachtseinkäufen aufforderten, wenn auf den Plätzen ganze Wälder von Weihnachtsbäumen aufgereiht standen und die Kinder alle Gassen und Straßen unsicher machten mit ihren einfältigen Schnurren und Waldteufeln. Nie war ihm ingrimmiger zumute als in der Zeit vor Weihnachten. Wortkarg und unzugänglich gegen andere war er immer, doch ohne dass er sich das übrige Jahr hindurch feines Zorns und Grolls gegen die Welt deutlich bewusst gewesen wäre. Als vielbeschäftigter und gesuchter Baumeister, der im Sommer alle Hände voll zu tun hatte, die im Winter entworfenen Pläne auszuführen, blieb ihm wenig Zeit, nutzlosen Grübeleien nachzuhängen. Nur in der Weihnachtszeit wollten diese sich nicht ganz verdrängen lassen. Von der Straße her drangen plötzlich helle Stimmen herauf. Er trat an das Fenster. Richtig. In dem Spielwarenladen ihm gerade gegenüber erschien ein riesiges Transparent, ein Christbaum mit brennenden Lichtern darstellend und mit allen möglichen und unmöglichen Herrlichkeiten beladen, zum lauten Entzücken der dicht darum sich versammelnden Kinderschar. Woher nur in aller Welt ein solcher Haufen von Kindern im Handumdrehen kommen kann, dachte Stöger ärgerlich. Und was die kleinen Rackers so zu Schreien und zu Spektakeln brauchen. Er konnte Kinder nicht ausstehen.
Seit Jahren hatte er jeden Umgang mit ihnen vermieden. Die Nähe froher, glücklicher Kinder war ihm unerträglich. Als er vor einer Reihe von Jahren die große Wohnung mietete, das Parterre für sein Büro, die erste Etage für sich, da hatte er zur Bedingung gemacht, dass die kleine Wohnung über ihm nur an Leute vergeben werden durfte, die keine Kinder hatten. Verdrießlich wandte er sich von der lauten Gasse ab und trat an das entgegengesetzte Fenster des Zimmers, von welchem man über einen weiten, mit gartenähnlichen Anlagen bedeckten Platz sah. Die Stille und Ruhe, welche darüber gebreitet war, tat ihm wohl. Weich und weiß lag der Schnee auf den Büschen und Bäumen, häufte sich in sanften Hügeln über den Blumenbeeten und legte sich warm und sorglich um die mit Stroh verwahrten Rosenbäumchen. Die winterliche Landschaft harmonierte mit seinen Gefühlen, und er blickte lange und unverwandt darauf hin. Die Dunkelheit war unterdessen völlig hereingebrochen. An dem klaren Abendhimmel war ein Stern nach dem anderen zum Vorschein gekommen. Und als Stöger jetzt zufällig den Blick in die Höhe richtete, flammte der Sternenhimmel in seiner vollen Pracht auf ihn herunter. Der finstere Zug in seinem Antlitz verschärfte sich. Unerträglicher als Kinderlust und Weihnachtsfreude war ihm der Anblick des gestirnten Himmels. Er hatte es nie dazu gebracht, gleichgültig und gedankenlos hineinzublicken, wie so viele andere es tun. Er fühlte einen scharfen Schmerz in seinem Innern, so oft der Zufall seinen Blick darauf lenkte. Er griff nach der Schnur der Gardine, um den verhassten Anblick loszuwerden. Da ließ ein Geräusch über seinem Kopf ihn innehalten. Behutsam öffnete er sein Fenster, um sich von der Ursache zu überzeugen. Gerade über ihm hatte sich ebenfalls ein Fenster geöffnet und 3 Kinderköpfchen, ein braunes, ein schwarzes und ein blondes, beugten sich dicht aneinander gedrängt daraus hervor. »Christkindchen, Christkindchen, liebes Christkindchen«, rief jetzt eins der Kinder. »In 14 Tagen ist Weihnachten. Sollen wir dir sagen, was wir uns wünschen?« Eine kurze Pause trat ein. Dann fuhr der kleine Redeführer mutiger fort. »Ich wünsche mir einen Säbel, aber ja keinen hölzernen, von ganz echtem Blech, hörst du? Und einen Helm mit einem grünen Federbusch und eine Fahne.« »Und ich«, fiel jetzt ein feines Stimmchen ein, »ich wünsche mir eine Puppe, aber eine recht schöne, liebes Christkindchen. Und ein Bettchen dazu.« »Und ich wünsche mir einen Esel«, rief das dritte Stimmchen dazwischen. »Und ein Pferd.« »Und ich eine Schachtel Soldaten.« »Und ich ein Kochgeschirr.« »Und ich eine Eisenbahn und eine Trommel.« Und ich.« Da fiel eine Sternschnuppe herab und schoss in glänzenden Streifen vom Himmel herab. »Oh, oh, oh«, jubelten die Kinder. Das war das Christkindchen. Das Christkindchen hat Ja gesagt. Das Christkindchen hat uns zugenickt. Krachend schlug der alte Mann unten das Fenster zu. Erschrocken fuhren die Kinder zurück. Eine mahnende Frauenstimme ließ sich auch vernehmen. Dann ward das Fenster oben zugemacht und alles ward wieder so still wie vorher. Der Baumeister riss heftig an dem Glockenzug, der in das Zimmer der Hausmeisterin hinunterführte. »Was sind das hier für Kinder im Hause?« herrschte er die Eintretende an. »Habe ich nicht ausbedungen, dass kein Kinderlärm im Hause sein soll?« »Kinderlärm? Haben die Kinder Lärm gemacht?« fragte die Frau erschrocken. »Sie haben sich doch bisher so ruhig verhalten. Ich habe Ihnen die Wohnung gar nicht erst vermieten wollen«, setzte sie entschuldigend hinzu, als sie sah, wie Stöger ungeduldig mit dem Fuße stampfte. »Aber sie gefiel der jungen Frau so gut, weil sie ruhig ist und hell für ihre Arbeiten. Sie malt nämlich auf Porzellan, Teller und Schalen, aber sehr schön, das muss man sagen. Und weil sie so freundlich bat und das junge Fräulein, ihre Schwester auch, hatte ich das Herz nicht, sie fortzuschicken. Aber wegen der Kinder habe ich es gleich gesagt. Sie gehen immer ganz sacht über die kleine Treppe hinten im Hause, wenn das Fräulein Rosa sie aufführt. Und wenn sie zu Hause sind, haben sie Filzschuhe an.« »Was gehen mich Ihre Filzschuhe an?«
Zu Neujahr wird Ihnen aufgekündigt. Oder ich zieh selber aus. Ich leide keine Kinder in dem Hause, in dem ich wohne. Es ist mir nur um die arme junge Frau, wagte die Hausmeisterin einzuwenden. Sie sieht so blass und fein aus und ihr Mann ist noch gar nicht lange tot und fremd ist sie auch. Sie ist erst vor ein paar Jahren von Amerika herübergekommen. Sie wollte fortfahren, aber Stöger schnaubte so ingrimmig auf sie ein. Werde ich jetzt Ruhe bekommen oder nicht? Dass sie es für geraten fand, so schnell als möglich den Rückzug anzutreten. Gereizt und ärgerlich blieb Stöger allein zurück. Er fühlte, dass er übereilt und unbillig gehandelt hatte, und gerade das brachte ihn auf. Die Kinder hatten ihn freilich bisher nicht belästigt. Wer aber stand ihm dafür, dass dies auch in Zukunft so blieb? Und sollte er nicht einmal in seinem eigenen Hause, er hatte sich in den langen Jahren, in denen er dies Haus fast allein bewohnte, daran gewöhnt, dasselbe wie sein eigenes zu betrachten, sollte er nicht einmal da alles haben können, wie er wollte? Unmutig ging er ein paar Mal im Zimmer auf und ab und griff dann nach Rock und Hut, um früher als sonst seinen gewohnten Gang ins Casino anzutreten. Vorher aber noch musste er Umschau halten, in dem Zeichenbüro, wobei es selten ohne irgendwelchen Ärger abzugehen pflegte. Er brauchte sich indessen heute nicht bis in das untere Stockwerk hinab zu bemühen, um eine Gelegenheit zur Entledigung der Zornesladung, die er in sich trug, zu finden. Er hatte kaum den Fuß vor die Tür gesetzt, als sich ihm der gewünschte Anlass dazu bot. Die Lampe, welche Treppen und Treppenhaus beleuchten sollte, brannte heute trüb und fladernd. Eben wollte Stöger herantreten, um sich von der Ursache zu überzeugen, als plötzlich flüsternde Stimmen von unten zu ihm heraufdrangen. Was in aller Welt war denn nun wieder? Wer hatte zu dieser Stunde an der Treppe heimlich zu flüstern? Er beugte sich, vorsichtig jedes Geräusch vermeidend, über das Geländer und blickte hinunter. Da, gerade unter ihm, in der halbdunklen Treppenwölbung, standen zwei zueinander geneigte Gestalten, die eifrig miteinander sprachen. Dass die eine davon dem männlichen und die andere dem weiblichen Geschlechte angehörte, war alles, was er zu unterscheiden vermochte. Wie oft, so ließ sich jetzt die eine Stimme schmollen vernehmen, wie oft soll ich Ihnen sagen, Herr Otto, dass Sie nicht jedes Mal hier auf mich warten sollen, wenn ich aus der Singstunde komme? Aber Fräulein Rosa, erwiderte der Angeredete, in welchem Stöger bei einem plötzlichen Aufladern der Lampe zu seiner nicht geringen Verwunderung einen der jungen Bauzeichner erkannte, der vor einem jungen, in Mantel und Kapuze gehüllten Mädchen stand, eifrig bemüht, die kleine Hand festzuhalten. Aber liebste Rosa, was kann ich dafür, dass ich meinen Platz gerade an dem Fenster habe, von dem aus ich Sie schon von Weitem gewahren kann? Soll abgeändert werden, brummte Stöger vor sich hin. Und aus der Kirche dürfen Sie mich auch nicht mehr abholen, fuhr die erste Stimme fort. Aber beste Rosa, Sie können doch nicht allein gehen. Warum denn nicht? Ich habe den Weg oft genug allein gemacht, bis damals, als es so heftig regnete und Sie mich zum glücklichsten aller Sterblichen machten, indem Sie meinen Regenschirm annahmen. Wenn es nicht meines neuen Hutes wegen gewesen wäre. Bloß des Hutes wegen? O Rosa, Röschen, sieh mich einmal an. Eine kleine Pause folgte. Die beiden Köpfe näherten sich in bedenklicher Weise. Stöger machte eine ungeduldige Bewegung. Die Köpfe fuhren auseinander. Um Gottes Willen, Otto, ich muss fort, wenn jemand käme. Röschen, willst du denn nicht zugeben, dass ich mir endlich eine bestimmte Antwort von deiner Schwester hole? Jetzt nicht, bat Rosa dringend. Nicht eher, als bis die Schwester einen günstigen Entscheid von der Fabrikdirektion hat. Sie ist ohnehin so bekümmert. Wir dürfen ihr keine neue Unruhe machen. Wenn du wüsstest, wie gut sie ist. Meine Hände möchte ich unter ihre Füße legen, um ihren Weg zu ebnen. Ach, und Otto, sie seufzte tief auf. Wie kann ich überhaupt nur an eine Zukunft mit dir denken? Du weißt, welche Opfer sie bringt, um mich im Singen ausbilden zu lassen. Wenn ich nun genügende Fertigkeit erlangt habe, muss ich dann nicht für sie erwerben, wie sie es jetzt für mich tut? Als ob du das nicht viel besser könntest, wenn du meine kleine Frau bist.
Sind deine Angehörigen dann nicht auch die meinigen? Ich wollte, ich könnte dir die reizende Villa zeigen, an der ich jetzt zeichne. Die kleine Erkerwohnung darin wäre wie für uns geschaffen. Was meinst du, wenn ich dem alten Werwolf den Vorschlag machte, er solle uns darin umsonst wohnen lassen? Wir wollen sie im Trocken wohnen. Ich hoffe auch zuversichtlich, er wird mir im Frühjahr selbstständig einen Bau übergeben. Es war gut, dass er die Schadenfreude nicht sah, die in Stögers Zügen aufblitzte, der bei dem unerwarteten Werwolf einen knurrenden Ton von sich gegeben hatte. Dann fasse ich mir ein Herz und bitte ihn um einen Vorschuss. Ja, wenn er es nur täte. Oh, er wird schon. Ich verspreche ihm auch, dass er auf meiner Hochzeit den ersten Ländler mit meiner jungen Frau tanzen darf. Sehr verbunden für die Einladung, sehr verbunden. Stöger rieb jetzt seine Finger aneinander, dass sie knackten. Hast du nichts gehört? Rief Rosa zusammenfahrend. Jetzt muss ich fort. Und willst du noch etwas Neues wissen? Sie beugte sich lachend zu ihm. Nun? Fragte er erwartungsvoll. Heute in 14 Tagen ist Weihnachten. Oh Röschen, warte nur noch einen Augenblick, ich habe dir auch etwas zu sagen. Sie wollte sich von ihm losmachen, aber er hielt sie fest. Da flackerte die Lampe noch einmal hoch auf und erlosch dann plötzlich. Otto, lass mich. Siehst du nicht, dass die Lampe erloschen ist? Ich kann es dir auch im Finstern sagen. Gott bewahre, im Dunkeln hört man nichts. Man vernahm ein verhaltenes Lachen und das Rauschen von Frauenkleidern. Und mit einem übermütigen Do, Re, Mi, Fa, Sol flog Rosa an dem steif dastehenden Stöger vorbei die Treppe hinauf, während der junge Bauzeichner schleunigst in sein Büro zurückkehrte und sich mit musterhaftem Fleiße an den letzten Erker der Villa machte, ohne zu ahnen, welch schwere Wetterwolke sich über ihm zusammengezogen hatte und wie bald der Blitzstrahl vernichtend in seine jungen Hoffnungen schlagen sollte. Es war einige Tage später. Das helle, klare Frostwetter hatte einer nasskalten Witterung Platz gemacht. Der Schnee in den Gassen hatte sich in einen zähen Brei verwandelt und ein scharfer Wind trieb Regen und Schnee zugleich vor sich her. Den Kopf tief in dem Mantelkragen verborgen, kam Stöger die Straße vom Bahnhof her. Ärgerlich vor sich hin murrend, kämpfte er mühsam Schritt für Schritt dem Unwetter ab. Er kam von einer Geschäftsreise zurück, die mit mancherlei Unannehmlichkeiten verbunden gewesen war, und weder das Wetter noch ein höchst unangenehmer Rheumatismus in Schulter und Arm waren geeignet, seine Stimmung zu verbessern. Dazu kam das Bewusstsein, da er einen Tag früher als beabsichtigt und noch dazu an einem Sonntage zurückgekehrt war, dass aller Voraussicht nach eine kalte und äußerst ungemütliche Wohnung seiner wartete. Endlich hatte er das Haus erreicht und stand in dem schon dunklen Hausflur. Die Zeichenbüros lagen, wie nicht anders zu erwarten war, still und öde da. Aber aus der Hausmeisterwohnung drang ein ungewohnter, ihm völlig unerklärlicher Lärm. Hastig öffnete er die Tür, aber nur, um starr vor Staunen auf der Schwelle stehen zu bleiben. Mitten im Zimmer kroch die gute Hausmeisterin, deren Körperfülle wenig zu derartigen Unternehmungen geeignet schien, auf Händen und Füßen einher, auf ihren Schultern ein etwa 6-jähriges, laut jubelndes und schreiendes Bübchen tragend, während 2 kleine Kinder nebenher liefen, mit dem Aufgebote aller ihrer Stimmkräfte bemüht, das seltsame Reitpferd zu neuen Anstrengungen anzutreiben. »Hilf Himmel, der gnädige Herr«, rief die Frau jetzt erschrocken aufspringend und die Kinder von sich abschüttelnd. »Und gerade heute muss ich die Kinder hier unten haben, dass der gnädige Herr mich aber auch so antreffen muss. Aber die Kinder machen aus einem, was sie wollen. Die Frau König und ihre Schwester hatten einen notwendigen Gang, und da baten sie mich, »Ist mein Zimmer warm?«, schnitt Stöger den Redefluss der erregten Frau ab. »Nein, der Herr Baumeister wollten ja erst morgen zurückkommen, aber gleich in einer Minute will ich Feuer anmachen. Und bis es warm wird, kann ich mir den Tod in dem kalten Zimmer holen. Wenn der Herr Baumeister nur so lange hier Fürlieb nehmen möchte, bis das Zimmer ein bisschen durchgewärmt ist.« Sie schob dienstfertig den alten ledernen Armstuhl zum Feuer. »Und soll ich vielleicht Kinder warten während der Zeit?« »Gott bewahre, nicht wahr? Ihr Kinder, ihr stellt euch hierher und rührt euch nicht, bis ich wiederkomme. Im Augenblick bin ich wieder hier.«
Sie war zur Tür hinaus, ehe Stöger noch Zeit gehabt, ihrem Arrangement zu widersprechen oder beizustimmen. Sein schmerzender Arm warnte ihn, sich nicht in das kalte Zimmer zu wagen. Es blieb ihm nichts übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die behagliche Wärme in dem kleinen Stübchen tat ihm jedoch wohl, und so ging er, den Sessel zurückschiebend, bald in verhältnismäßig erträglicher Laune in dem Zimmer auf und ab. Plötzlich blieb er vor den Kindern stehen, die sich scheu in eine Ecke beim Fenster gedrückt hatten. »Wer bist denn du?« fragte er in seiner barschen, harten Weise das kleine Mädchen, das ihm zunächst stand. Die großen braunen Augen der Kleinen wurden noch größer. Der süße Kindermund verzog sich ängstlich, aber gewohnt, sogleich und freundlich zu antworten, sagte sie tapfer die aufsteigenden Tränen niederkämpfend: »Ich bin Mutters kleine, schwarzbraune Tochter.« »Mutters kleine, schwarzbraune Tochter?« wiederholte Stöger überrascht, mit belustigtem Blicke das schwarze Haar und die dunklen Augen des zierlichen brünetten Geschöpfes musternd. »Nun, das muss wahr sein. Braun genug bist du.« »Und wer bist denn du?« wandte er sich an den kleineren der beiden Knaben, dessen ängstliche Antwort »Mutters dickes, dummes Bübchen« das liebe Kerlchen in so treffender Weise charakterisierte, dass Stögers Lippen sich unwillkürlich zum Lachen verzogen. »Dann bist du wohl Mutters dünnes, dummes Bübchen?« fragte er den Ältesten des kleinen Kleeblattes, einen schlanken Knaben, der sich bemühte, möglichst furchtlos dreinzuschauen, und jetzt mit nicht geringem Selbstbewusstsein sagte: »Ich bin Mutters verständiger, ältester Sohn.« »Potztausend, das lässt sich hören. Aber Namen scheint keins von euch zu haben.« »Ich heiße Esserle«, zirpte die Kleine. »Und ich Alterle«, setzte ihr Brüderchen hinzu. »Das soll nämlich Elisabeth und Walter heißen«, erläuterte der Ältere. »Und ich heiße Hans Karl Rudolf Franz König.« »Du scheinst ja ein resolutes Kerlchen zu sein«, sagte Stöger. »Was willst du denn werden?« »Kaiser natürlich, denn König bist du ja schon.« »Oh nein, Kaiser kann ich nicht werden.« »Warum denn nicht?« »Dazu muss man das eigene Kind des Kaisers sein.« »Ja, so. Nun, dann willst du wohl Kutscher werden.« »Ich werde General und dann Offizier.« »Dann musst du aber in den Krieg und wirst totgeschossen.« Diese Perspektive schien dem Kleinen nicht sonderlich zu gefallen. Er dachte einen Augenblick nach, dann sagte er: »Wenn ich nur recht mutwillig fechte, dann geschieht mir nichts. Und weißt du was?« Er trat zutraulich näher. »Ich mache die Augen fest zu, dann sehe ich das Schießen nicht.« Stöger lachte laut auf. Es war ein raues, unmelodisches Lachen, denn das Lachen ist eine Kunst, die geübt werden muss, wie jede andere, wenn man sie nicht vergessen will. Er erschrak fast selber vor diesem Ton. »Du bist ja schrecklich gescheit. Am Ende gehst du gar schon in die Schule?« »Nein, ich lerne bei der Tante Rosa.« »Und lernst du gern bei ihr?« »Ja, wenn sie nicht nur so leichtsinnig wäre.« »So leichtsinnig?« »Schrecklich leichtsinnig. Denke nur, gestern hat sie mir bis heute eine ganze Seite zum Schreiben aufgegeben.« »Das ist freilich sehr leichtsinnig. Und was macht denn deine Mutter?« »Zeichnen, malen und dann auch weinen«, war die kurz gefasste Antwort. »Zeichnen und malen?« Stöger zog es vor, das letzte Wort zu überhören. »Auf Porzellan«, erklärte Esserle. »Porzellan heißt es«, verbesserte Hans und setzte entschuldigend hinzu. »Sie ist noch zu dumm. Sie kann noch nicht Porzellan sagen.« »Habt ihr denn eure Mutter lieb?« »Redlich lieb«, versicherte Alterle, die Hände als Beteuerung auf seinen kleinen Magen legend. »Und wirklich lieb«, sekundierte sein Schwesterchen. »Und ich hab die Mama so lieb, wie...« Hans suchte nach einem Vergleich, die Größe seiner Liebe würdig zu verdeutlichen. »Wie einen Elefanten.« Das war offenbar das Höchste, zu dem seine Fantasie sich aufschwingen konnte. Und während er erschöpft innehielt und Stöger noch ganz verdutzt von dieser Art, die Liebe zu messen, dasaß, fügte Esserle mit ihrem feinen Stimmchen hinzu: »Und den Papa haben wir auch sehr lieb.« »Den Papa? Ich glaubte, ihr hättet keinen.« »Oh ja«, riefen alle drei wie aus einem Munde. »Soll ich ihn dir zeigen?« fragte Esserle, indem sie sich bemühte, an ihm emporzuklettern.
Zögernd und verwundernd nahm er die Kleine auf. »Da sieh einmal hinaus«, rief diese eifrig. Sie nahm sein langes, hageres Gesicht in ihre beiden Hände und drehte es dem Fenster zu. »Da oben ist der Papa. Und er sieht uns immer und freut sich, wenn wir brav sind«, fügte Hans hinzu. »Aber warum machst du denn solch ein Gesicht?«, unterbrach er sich plötzlich, Stöger ansehend, in dessen Zügen es sonderbar arbeitete und zuckte. Als die warme kleine Hand seine Wange berührte und der süße Kinderatem ihn umwehte, fühlte er plötzlich etwas in seinem Halse aufsteigen, das trotz alles Schluckens nicht hinunter wollte. Es überkam ihn ein ganz ungewohntes Gefühl. Er musste die Kleine fest an sich pressen, um sie nicht fallen zu lassen. Da ging die Tür auf, die Hausmeisterin kam eilig herein. »Jetzt können der Herr Baumeister ruhig hinaufgehen, es ist warm wie in einem Backofen.« Aber das Wort erstarb ihr auf den Lippen, als sie das Kind auf Stögers Arme sah. Dieser war bei ihrem hastigen Eintritte zusammengefahren wie ein Verbrecher, der sich auf frischer Tat ertappt sieht. Nichts in der Welt hätte ihm unangenehmer sein können, als sich in diesem Augenblicke von der geschwätzigen Frau überraschen zu lassen. Er setzte das Kind unsanft zur Erde und griff nach seinem Rocke. »Habe ich es nicht gedacht, dass die Kinder dem Herrn Baumeister gefallen werden? Ja, ja, Kinder sind ein Segen Gottes. Ich bin nur froh, dass ich noch nicht gekündigt habe.« Sie hielt erschrocken inne. »Habe ich Sie schon um Ihren Rat gefragt?«, schrie Stöger sie zornig an. »Was ich gesagt habe, das bleibt gesagt. Zu Neujahr wird den Leuten gekündigt, oder ich zieh aus.« Er schlug die Tür hinter sich zu, dass es krachte. Es war am Nachmittag des nächsten Tages. Stöger saß über seinem Schreibtisch gebeugt, unwirscher und übellauniger als je. Er hatte eben seinen Rundgang in dem Büro gehalten und sich mehr als gewöhnlich dabei ärgern müssen. Da klopfte es an die Tür, er ließ es klopfen. Erst nachdem das Klopfen sich mehrmals wiederholt hatte, brummte er ein widerwilliges »Herein«. Auf der Schwelle erschien eine schlanke Mädchengestalt. »Ich bitte zu entschuldigen, Sie werden mich nicht kennen.« Die Eingetretene hielt unentschlossen inne, als erwartete sie, Stöger werde ihrer Verlegenheit zu Hilfe kommen. Das fiel diesem aber durchaus nicht ein. Er hatte auf den ersten Blick das junge Mädchen erkannt, dessen Tête-à-Tête mit dem Bauzeichner er vor einigen Tagen beigewohnt. Gerade deswegen aber machte es ihm Vergnügen, die schüchterne Frage mit einem kühlen »Bedauere, nicht die Ehre zu haben« abzuweisen. Mein Name ist Rosa Reichelt. Ich bin die Schwester der Frau König, die hier im Hause wohnt, und ich komme um...« Sie stockte wieder. »Vielleicht, um meine Verfügung rückgängig zu machen, dass ein gewisser junger Herr seinen bisherigen Platz mit einem anderen vertauschen musste?« Rosas Wangen röteten sich unter seinem boshaften Blick. »Das wäre kaum der Mühe dieses Besuches wert gewesen.« »Nicht? Oder sollte es Ihnen angenehm sein, dass ich demselben Herrn heute mitgeteilt, dass ich vom 9 Jahre an seiner Dienste nicht mehr bedarf?« »Das haben Sie getan?« »Ich war so frei«, spottete Stöger. Rosa atmete schwer, aber sie antwortete ruhig. »Nun, dann wird er anderswo Beschäftigung finden. Geschickte, fleißige Arbeiter sind überall willkommen.« »Gewiss, gewiss, besonders solche, die ihre Arbeit im Stich lassen, um jungen Frauenzimmern aufzupassen und Liebschaft mit ihnen anzuknüpfen.« Sie stand schweigend da, aber ihre Augen blitzten. Er lachte schadenfroh. »Ha, wundert es Sie nicht, dass ich das weiß?« »Dabei ist wenig zu wundern. Sie haben uns eben behorcht und scheuen sich nicht, dies einzugestehen.« »Die Treppe ist, soviel ich weiß, allen zugänglich. Es muss freilich nicht angenehm sein, wenn andere von solchen heimlichen Zusammenkünften erfahren.« Ihre Augen begannen Feuer zu sprühen. »Glauben Sie, dass ich mich deshalb schäme? Wenn sich 2 liebgewonnen haben, warum sollen sie dies sich nicht sagen?« »Im Notfall auch des Abends auf der Treppe«, warf er ein. »Im Notfall auch des Abends auf der Treppe«, wiederholte sie standhaft. »Nach Zeit und Ort fragt die Liebe nicht, aber freilich.« Ihre Lippen kräuselten sich verächtlich.
Was wissen Sie von Liebe?« Er zuckte zusammen, aber sie fuhr herausfordernd fort: »Sie sehen nicht aus, als ob Sie je einen lieb gehabt haben könnten.« »Es wundert mich nur«, Stöger fing jetzt auch an, seine Ruhe zu verlieren, »dass Sie trotzdem den alten Werwolf in Ihre Berechnung zogen. Ich habe auch noch meinen Dank für die gültige Einladung zur Hochzeit zu sagen.« Rosa zitterte vor Erregung. »Wenn wir auf Ihre Hilfe zu rechnen wagten«, rief sie, einen Schritt näher tretend, »so sollte Ihnen das zeigen, dass wir Sie für besser hielten, als Sie sind. Dass wir glaubten, unter Ihrem rauen Wesen stecke vielleicht doch ein edles Herz. Aber wir irrten uns. Nicht genug, dass Sie uns aus dem Hinterhalt behorchten und belauschten, was kein Ehrenmann tut. Sie benutzten auch das, was Sie erhorcht, zu unserem Schaden und spotten nun über uns, weil wir Ihnen ohnmächtig gegenüberstehen. Sie sind ein sehr schlechter, hartherziger alter Mann.« Sie hielt atemlos inne. »Und sind Sie nur deshalb gekommen, um mir das zu sagen?« Sie starrte ihn erschrocken an und schlug dann verwirrt die Augen nieder. »Nein, ich kam mit einer Bitte.« »Dazu also wäre ich gut genug gewesen.« »Die Bitte galt nicht mir, sie galt meiner Schwester.« Das Wort schien ihr Mut zu geben. »Sie ist schwach und leidend. Sie hat viel Schweres durchgemacht. Sie kennen sie nicht, mein Herr«, fuhr sie mutiger fort. »Ich bin gewiss, selbst Sie würden das Herz nicht haben, ihr weh zu tun.« »Ist auch gar nicht meine Absicht.« »Aber Sie haben uns kündigen lassen, ohne allen Grund.« »Ich mag keine Kinder in meinem Hause.« »Als ob die Kinder Sie gestört hätten.« Rosa presste die Hände fest gegeneinander, um nicht wieder ihre Ruhe zu verlieren. »Die Wohnung gefällt meiner Schwester. Sie ist ruhig, billig und hell für ihre Arbeiten. Jetzt soll sie wieder ausziehen im Winter, bei ihrer schwachen Gesundheit.« Rosas Stimme zitterte. »Sie hat Kummer.« Stöger fühlte es warm in seinem Herzen aufquellen, aber seit langem gewohnt, solche Regungen niederzukämpfen, entgegnete er hart: »Ich möchte wissen, was mich das alles angeht. Warum wendet sie sich nicht an ihre Freunde, wenn sie in Not ist?« Rosa, die bisher bittend dagestanden, richtete sich stolz auf. »Warum sie sich nicht an ihre Freunde wendet?«, rief sie in leidenschaftlicher Bitterkeit. »Weil eine hilflose, verlassene Frau wie meine Schwester keine Freunde hat. Weil es außer ihnen noch mehr Menschen gibt, denen die Tränen einer gebeugten Witwe ein Spott sind. Meine Schwester will keine Unterstützung, sie sucht nur ihr Recht. Ihr Gatte war als Chemiker in einer Fabrik angestellt. Er verunglückte in der Ausübung seines Berufs, verunglückte durch die Schuld des Fabrikherrn, der die nötigen Vorsichtsmaßregeln versäumt hatte. Sein Tod brach nicht nur meiner Schwester das Herz, er machte auch sie und ihre Kinder brotlos. Von jedem Gerichtshof der Welt müsste der Fabrikherr, ein mehrfacher Millionär, gezwungen werden, für die Zukunft meiner Schwester zu sorgen. Jedes göttliche und menschliche Gesetz ist auf ihrer Seite. Wie aber kann eine arme Witwe, ein sanftes, duldendes Weib wie meine Schwester, die fremd im Lande ist, keine Freunde und Ratgeber hat, ihr Recht geltend machen? Welche Verteidigung findet sie dem Reichtum und der Ungerechtigkeit gegenüber? Keine. Mit leeren Vertröstungen hat man sie bis jetzt hingehalten. Gestern haben sie ihr einen Almosen hingeworfen und sie für immer abgewiesen. Oh, wenn ich ein Mann wäre! Sie ballte ihre kleinen Hände und hob sie drohend in die Höhe. Dass ich das Unrecht meiner Schwester rächen könnte. Meine arme Schwester, fuhr sie weicher fort, du bist so gut, so selbstlos, so aufopfernd. Sie werden dich so lange von einem Zufluchtsort zum anderen jagen, bis du unter der Erde Ruhe suchen musst. Ich wollte diese neue Sorge ersparen. Ich glaubte, es könnte niemand so hartherzig sein, meine Bitte abzuschlagen. Ihre Stimme brach in lauten Schluchzen. Sie drückte das Tuch vor die Augen und stürzte hinaus, ehe es Stöger, der sich vergebens bemüht hatte, den Redestrom der Aufgeregten zu unterbrechen, möglich war, sie aufzuhalten. Stöger blieb, nachdem die zornglühende Rosa sich entfernt, allein in einer so unbehaglichen Stimmung zurück, wie er sie seit langem nicht empfunden hatte. Nicht einmal in seiner eigenen Wohnung kann man Ruhe haben, murmelte er zu seiner Rechtfertigung vor sich hin.
Kommt dieses unverschämte kleine Frauenzimmer eigens hierher, um mir Grobheiten zu sagen, impertinente Grobheiten. Sie mich nicht einen boshaften, hartherzigen alten Mann nannte. Und da hätte ich vielleicht noch den Liebenswürdigen spielen sollen. Da ist sie an den Unrechten gekommen. Aber Temperament hat sie, das muss ich sagen. Und für ihre Schwester scheint sie eine absonderliche Liebe zu haben. Das bemerkte ich schon neulich, als sie auf der Treppe diskutierte. Ich möchte ihre Schwester wohl einmal sehen. Es muss sonderbar sein, sich so geliebt zu wissen. Er stand nachdenklich auf und setzte sich in den Lehnstuhl vor dem Kamin und blickte, die eingefallene Wange in der Hand gestützt, in die knisternde Glut. Was sagte sie? Was wissen Sie von Liebe? Sie sehen nicht aus, als könnten Sie jemals jemand geliebt haben? Sein Auge nahm den starren Blick an, mit dem wir in die Vergangenheit zu blicken pflegen. Während die Flammen züngelten und zuckten, stieg vor ihm das Bild einer Frau auf, hoch und schlank, mit unergründlichen dunklen Augen und stolz gebogenen Lippen. Er sah die dunklen Augen in heißer Liebe auf sich gerichtet und hörte die stolzen Lippen holde Liebesworte zu ihm flüstern. Sie haltete und waltete in seinem Hause, als sein vergöttertes, angebetetes junges Weib. Und sie war nicht allein. In ihren Armen trug sie ein Kind, das jauchzend seine Ärmchen nach dem Vater ausstreckte. Vater. Er stieß mit der Zange in die Glut, dass eine hohe Flamme jäh daraus emporschlug. Er sah sie wieder vor sich, wie das Blut, das heiß und leidenschaftlich in ihren Adern, wie in den seinen floss, ihr bei seinen wilden Anklagen und Beschuldigungen bis zur Schläfe stieg, wie sie ihr Kind an sich drückte, ohne eine andere Antwort für ihn als ein verächtliches Zucken der Lippen. Er sah sich selber, wie er aus seiner Verblendung erwacht, nach flüchtiger Abwesenheit zurückkehrte und sein Haus leer fand, wie er, Verzweiflung im Herzen, ihr nacheilte, die gemeint hatte, das Weltmeer zwischen sich und ihn legen zu müssen, wie er vernichtend zusammengesunken war, als die Kunde zu ihm drang, dass der Tod schneller gewesen war als er und dass sie, die im Zorn von ihm gegangen war, auf dem Grunde des Meeres Ruhe für sich und ihr Kind gefunden hatte. Sein Haupt sank tief auf die Brust herab. Die Kohlen waren verloschen, in Asche zusammengesunken. Er strich sich das Haar aus der feuchten Stirn und blickte umher in dem öden, kalten Zimmer. So kalt und düster und öde, wie es darin war, so war sein Leben seitdem gewesen. Ja, was wusste er von Liebe? Er schauderte zusammen und stand auf. Es ließ ihn nicht mehr in dem dämmernden Zimmer. Hut und Stock nehmend, trat er hinaus. Eben drehte er den Schlüssel um, das Zimmer zu verschließen. Da horchte er plötzlich auf. Was war das? Klang es nicht wie ein schriller Angstruf zu ihm herunter? Er blieb mit angehaltenem Atem stehen. Alles war still. Hatte er sich getäuscht? Doch nein, eine Türe ward oben aufgerissen. Lautes Jammergeschrei drang daraus hervor, und jetzt flog es die Treppe herunter in wilden Sätzen. Er fühlte sich achtlos beiseite gestoßen, hörte unten Türen auf und zuschlagen und lautes, vergebliches Rufen. Dann kam es wieder die Treppe hinaufgeflogen. Er trat vor. Es war Rosa, das Haar wild zurückgeworfen, Schrecken und Entsetzen in den sonst so hellen Augen. Jetzt sah sie ihn und stürzte auf ihn zu. »Sie stirbt, sie stirbt!« stieß sie zwischen den aufeinanderschlagenden Zähnen hervor. »Oh, ich wusste es, und es ist niemand da, ihr zu helfen. Ich kann die Hausmeisterin nicht finden und ich muss den Doktor holen. Gehen Sie zu ihr!« Sie schüttelte den unbeweglich Dastehenden am Arm. »Gehen Sie zu ihr und helfen Sie ihr, ich laufe zum Doktor!« Und ohne seine Antwort abzuwarten, stürzte sie ohne Hut oder Tuch in die Kälte und Nacht hinaus. Stöger blickte ihr einen Augenblick wie betäubt nach. Dann stieg er rasch die Stufen hinauf. Der kleine Korridor, dessen Tür offen geblieben, war dunkel, aber das laute Weinen von Kinderstimmen leitete ihn. Er öffnete eine Tür und blickte bestürzt auf die sich ihm darbietende Szene. Mitten im Zimmer, lang auf dem Boden ausgestreckt, lag die Gestalt einer jungen Frau. Die schwarzen Flechten hatten sich gelöst und hingen um das todblasse, feine Antlitz.
Der Mund war schmerzhaft zusammengepresst, die geschlossenen Augen von dunklen Ringen umzogen. Auf dem Tisch neben ihr standen feine Porzellangefäße, Näpfchen mit Farben und Pinseln. Sie musste plötzlich bei ihrer Beschäftigung umgesunken sein. Und neben und auf der leblosen Gestalt der Mutter kauerten und lagen die 3 Kinder, mit ihren kleinen warmen Händchen die kalten Wangen der Mutter streichelnd, sich vergeblich bemühend, sie aufzurichten und mit herzerreißenden Tönen jammernd: oh Mama, wach doch wieder auf, oh du gutes, liebes Mamachen, mach doch die Augen auf, sieh uns doch wieder an, oh Mama, liebe gute Mama, sei doch nicht tot.« Mit zitternder Hand schob Stöger die Kinder zurück. »Ihr müsst ganz still sein, wenn die Mutter wieder aufwachen soll.« Er streichelte den Kopf des schluchzend zu ihm aufblickenden Hans. »Nimm die Kleinen mit dir und setzt euch dort ans Fenster.« Gehorsam zog Hans die Kleinen mit sich in die Ecke, wo sie leise, fortweinend sich eng aneinander drückten. Stöger beugte sich über die Leblose, um sie aufzurichten, aber er zitterte so heftig, dass er den Versuch dazu aufgeben musste. Er kniete neben ihr nieder, stützte ihr Haupt sanft mit seinen beiden Händen und blickte in das blasse Antlitz vor sich. Es war von dunklem Haar eingerahmt. Die schwarzen Augenbrauen hoben sich scharf ab von der hohen weißen Stirn. Die feinen Züge sprachen von überstandenen Leiden, von lang aufreibenden Kämpfen. Mit unsicherer Hand strich er das Haar von der Stirn zurück. Was war es, das plötzlich an sein Herz griff, es bis in die feinen Tiefen erschütternd? War es der Schmerzenszug in dem Antlitz der vor ihm liegenden, der ihn so mächtig ergriff und an seiner Seele rüttelte, die so lange im Schlaf gelegen hatte? Oder waren es die Bilder der Vergangenheit, die eben an seinem Geiste vorübergezogen waren und ihren Schimmer über die Züge der jungen Frau breiteten? Angstvoll und ungläubig starrte er auf sie hin. Da ward die Tür aufgerissen, Rosa stürzte rein. Lebt sie!« rief Rosa, sich neben sie niederwerfend und ihre Hände mit Küssen bedeckend. Doch sogleich sprang sie wieder auf, dem Doktor und der Hausmeisterin, denen sie vorangeeilt war, Platz machend. »Die Kranke muss entkleidet und ins Bett gebracht werden«, ordnete der Doktor an. »Sie muss Ruhe haben, absolute Ruhe, wenn sie zu sich kommt«, fügte er mit einem Blick auf die Kinder hinzu, die bei Rosas Eintreten wieder in lautes Jammern ausgebrochen waren. »Die Kinder, was fangen wir mit den Kindern an?«, sagte Rosa unschlüssig. »Das andere Zimmer ist nicht geheizt.« »Allein werden sie auch nicht bleiben wollen, sonst könnten sie zu mir herunterkommen«, fügte die Hausmeisterin hinzu. »Ich kann jetzt hier nicht fort und mein Mann ist nicht zu Hause.« »Die kleinste Aufregung könnte der Kranken gefährlich werden«, sagte der Arzt dringender. Rosa stand ratlos da. »Die Kinder?«, wandte sich jetzt Stöger verlegen an sie. »Könnten die Kinder nicht zu mir kommen?« Die Kinder drängten sich ängstlich um Rosa, die überrascht auf Stöger blickte, aber dieser ließ ihnen keine Zeit zum Überlegen. »Kommt nur mit, ich werde euch etwas Schönes zeigen.« Er nahm Esserle bei der einen, Alterle bei der anderen Hand. Und von Hans geführt, der ziemlich beherzt reinschaute, bewegte sich der kleine Zug zur Tür hinaus. Es war einige Stunden später. In Stögers Zimmer sah es traurig aus. Stühle und Tische waren von ihren Plätzen gerückt, Fächer und Schubladen herausgezogen, um nach allen möglicherweise existierenden Sachen durchwühlt zu werden, die imstande wären, die Aufmerksamkeit von 3 unruhigen und aufgeregten Kindern zu fesseln. Stöger hat alles aufgeboten, sie zu unterhalten. Er hat Löwe und Bär mit ihnen gespielt und so entsetzlich dabei gebrüllt, dass die Kinder zu schreien anfingen. Allmählich aber rückt der Abend immer weiter vor, die Kinder werden müde. Die Köpfchen fangen an schwerer zu werden. Erst nach vorn zu nicken und dann steif zurückzufallen. Und als Stöger sich zu ihnen beugt, sieht er, dass die beiden Kleinsten sanft eingeschlafen sind. »Die schlafen schon«, sagte Hans missbilligend, dabei aber drückte auch er sich fester und fester an Stögers Arm, und als dieser jetzt vorsichtig aufstehen wollte, um die Kleinen niederzulegen, sieht er, dass er dies nicht kann, wenn er den armen Hans, der an ihn gelehnt ebenfalls fest eingeschlafen ist, nicht umstoßen will. So bleibt er auf seinem Platze sitzen
und blickt ernst auf die 3 Kinder in seinen Armen, während eine Fülle seltsamer Gedanken durch seine Seele flutet. Da klopft es an die Tür. Rosa tritt herein. »Oh, Herr Stöger«, ruft sie freudig. »Sie schläft jetzt. Der Doktor sagt, es sei nur eine totale Erschöpfung des Nervensystems, aber sie wird sich sehr bald wieder erholen. Sie braucht jetzt nichts als Pflege und Ruhe.« »Oh weh, die Kinder«, unterbrach sie sich plötzlich, als sie die Gruppe näher ins Auge fasste. »Die werden sie arg geplagt haben, aber ich will sie mit der Hausmeisterin gleich hinauftragen.« »Sie werden die Kranke stören«, wandte Stöger ein. »Oh nein, die Kinder schlafen ja. In der Nacht stören sie nicht und morgen früh kommen sie wieder zu mir herunter«, sagte Stöger lebhaft. »Sie belästigen mich gar nicht, im Gegenteil. Ein wenig Abwechslung ist gut für mich. Und jetzt seien Sie so gut und nehmen Sie mir den schweren Jungen da ab. Der Arm ist mir ganz steif.« Rosa beugte sich nieder, Alterle zu nehmen. Dabei ergriff sie Stögers Hand, und ehe dieser es verhindern konnte, hatte sie dieselbe an ihre Lippen gezogen. Eben war das letzte der 3 Kinder heraufgetragen und in sein Bettchen gebracht, als Stöger Rosa zu sich heranwinkte. »Noch eins, Fräulein Rosa. Wie heißt Ihre Schwester?« »Anna König«, sagte diese verwundert. »Wussten Sie das nicht?« »Anna. Ich wusste nicht, dass sie Anna heißt«, sagte Stöger unruhig. »Und wie hieß sie, ehe sie heiratete?« »Nun, natürlich so wie ich, Reichelt. Wie hätte sie sonst wohl heißen sollen?« »Sie sind wirklich Schwestern?« »So gute und getreue Schwestern, als es nur geben kann.« Stöger fragte nicht weiter. Tief atmend strich er sich mit der Hand über die Stirn, als er allein war. »Ein Traum«, sagte er leise vor sich hin. »Was konnte es anders sein als ein Traum?« Und jetzt war der Weihnachtstag da. Es war ein wahrer Segen, dass der Spielwarenladen so in der Nähe war. Stöger stand darin und hielt große Musterung. Von Zeit zu Zeit besorgt in ein Papier blickend, ob er auch nichts von dem dort Verzeichneten übersehen habe. Seit vielen Jahren hat er das Innere eines Spielwarenladens nicht betreten und keine Ahnung von den bunten Herrlichkeiten gehabt, welche die Weihnachtszeit hier aufzuhäufen pflegt. Es kam eine ordentliche Aufregung über ihn. Am liebsten hätte er den ganzen Laden ausgekauft, und Rosa schlug die Hände über den Kopf zusammen über die Schätze, die er atemlos herbeischleppte. Hochbepackt nähert er sich eben wieder dem Hause. Da fällt sein Blick auf das Fenster des Büros, von dem aus man die Straße am besten übersehen kann, wie wir schon früher durch Herrn Otto erfahren haben. Aber nicht dieser allein, nein, das ganze Büropersonal, vom jüngsten Zeichner bis zum ältesten Bürodiener, hat Kopf an Kopf gedrängt, daran Posten gefasst. Es ist doch von geradezu überwältigender Wirkung auf sie, ihren Chef mit Kinderspielzeug beladen, hin und her hasten zu sehen. Erschrocken fahren sie zurück, als er sie bemerkt. Aber das erwartete Ungewitter bleibt heut aus. »Fröhliches Fest, meine Herren«, ruft Stöger hineintretend. »Wäre es nicht praktischer, Feierabend zu machen, statt sich hier am Fenster den Schnupfen zu holen?« Die Herren zögern nicht, der willkommenen Andeutung zu folgen. Einer nach dem anderen verlässt das Büro. Aber alle kommen darin überein, als sie im Hausflur das gewichtige Röllchen öffneten, das Stöger einem jeden angenehme Feiertage wünschend in die Hand gedrückt hat, dass ihr Alter trotz alledem so übel nicht sei. Herr Otto ist der Letzte, der an ihm vorbei muss, und er winkt ihn noch einen Augenblick zu sich heran. Was er dem jungen Mann nun sagt, muss etwas ganz Unerwartetes sein, denn dieser wird über und über rot und seine Augen glänzten hell auf. Er stammelt verwirrt einige Worte und sucht Stögers Hand zu fassen. Aber Stöger macht sich los von ihm und schiebt ihn ohne viele Umstände zur Tür hinaus. »Wo wollen Sie denn dahin?« ruft er ihm nach, als er sieht, dass der junge Mann der Haustür zugeht. »Ist das der Weg zu Fräulein Rosa?« »Nur schnell hinauf und helfen Sie ihr den Weihnachtsbaum aufputzen. Eine wahre Schande, dass man Ihnen das erst sagen muss.« Der Abend war hereingebrochen. In dem Zimmer der Witwe herrschte Dämmerung. In der Nische am Fenster standen die 3 Kinder, gespannt hinausblickend, um das Christkind zu sehen, wenn es im Nebenzimmer, wo Rosa und Otto eifrig beschäftigt waren, ab und zu flöge.
Auf dem Ruhebette vor dem Ofen, dem eine angenehme Wärme entströmte, lag die Mutter der Kinder. Ihre bleichen Wangen röteten sich, während sie auf Stöger hörte, der eifrig sprechend vor ihr saß. »Sie dürfen nicht Nein sagen«, bat er eindringlich. »Ich will Ihnen die Kinder ja nicht entziehen. Ich will Ihnen nur helfen, sie zu guten und geschickten Menschen auszubilden.« Sie wollte ihn unterbrechen, aber er fuhr hastig fort. »Nicht ich erzeige Ihnen eine Wohltat, sondern Sie mir, wenn Sie mich aufnehmen in Ihrem Kreis. Sie wissen nicht, wie ich danach verlange, Liebe zu geben und zu empfangen. Mein Leben war vertrocknet und verbittert. Das Lachen Ihrer Kinder hat mich wieder jung gemacht. Ich glaubte, mit der Welt fertig zu sein, und jetzt verlangt es mich wieder, Teil an Ihren Freuden und Leiden zu haben. Sie werden mich nicht wieder auf den Eisberg zurückverbannen wollen, von dem ich so gerne herabstieg.« Sie beugte sich mit Tränenaugen über die Hand, die er ihr entgegenstreckte. »Ich war nicht immer allein«, stammelte er, sie bewegt anschauend. »Ich hatte eine Tochter. Sie müsste so alt sein wie Sie und Ihnen ähnlich sehen. Aber ich verlor sie, und ich habe nicht einmal den Trost zu wissen, wo sie ruht.« »Auch ich kenne das Grab meiner Eltern nicht«, sagte leise die junge Frau. »Aber Sie waren ja immer bei ihnen. Sie starben«, wie Rosa mir erzählte, noch ehe Sie mit Ihrem Mann Amerika verließen«, fiel Stöger lebhaft ein. »Das waren meine Pflegeeltern.« »Ihre Pflegeeltern? So ist es doch nicht wahr, dass das junge Geschöpf da drin Ihre Schwester ist?« fragte Stöger gespannt. »Nicht dem Blute, wohl aber dem Herzen nach. Wir wuchsen als Geschwister auf, und es war der größte Wunsch meiner Pflegeeltern, mich vergessen zu machen, dass ich nicht ihre leibliche Tochter war.« »So, erinnern Sie sich noch an Ihre wahren Eltern?« Stöger sprang erregt auf, setzte sich aber gleich wieder, als er dem befremdeten Blicke der jungen Frau begegnete. »An meinen Vater erinnere ich mich nicht mehr. Und auch das Bild meiner Mutter würde sicher schon aus meinem Gedächtnis entschwunden sein, wäre es nicht unauslöschlich mit der Erinnerung an eine Nacht verbunden, deren Entsetzen mir immer gegenwärtig bleiben wird.« »Was war es mit dieser Nacht?« Stöger beugte sich atemlos vor. »Ich muss damals ein 4-jähriges Kind gewesen sein und mich mit meiner Mutter auf einem Schiffe befunden haben. Aber meine Erinnerungen daran sind schwach und unbestimmt. Nur die eine Nacht hat sich meiner Seele für immer eingeprägt. Ich erwachte und fühlte mich aus dem Bette gerissen. Ein dumpfes Krachen und Dröhnen, das Geschrei wild durcheinander stürzender Menschen, das Heulen des Sturmes und der verzweiflungsvolle Ruf, »Das Schiff sinkt«, schlugen an mein Ohr. Ich begriff nicht, was geschehen war, aber ich fühlte, dass etwas Entsetzliches vorging. Laut jammernd hielt ich mich an meine Mutter, die mit zitternden Händen einige Kleidungsstücke über mich warf und mit mir auf das Verdeck stürzte. Eine Szene unbeschreiblicher Verwirrung empfing uns. Die Nacht ringsum, das Brüllen der See, das Schreckensgeschrei der Mannschaft raubte mir fast die Besinnung. Ich weiß nur, dass meine Mutter mich krampfhaft an sich drückte und dass ihre heißen Tränen auf mein Gesicht fielen. Plötzlich drängte alles nach einer Seite des Schiffes und auch meine Mutter ward bis an den Schiffsrand vorgerissen. Sie lehnte sich an die Brüstung, riss ein Medaillon von ihrem Halse und band es mir um. »Verliere es nicht«, rief sie mir zu. »Gib es nie von dir, wenn Gott dich erhält. Hörst du? Hörst du? Es ist von deinem Vater. Dein Vater heißt...« Ich weiß nicht, ob sie den Namen nannte oder ob das Entsetzen, das mich fast tötete, mich nicht darauf achten ließ. Ich fühlte mich noch einmal so heftig an ihre Brust gedrückt, dass ich zu ersticken meinte und dann vom Schiff hinunter in ein Boot geworfen. Hilfreiche Hände fingen mich dort auf. Ich schrie nach meiner Mutter. Aber alles andere vermischt sich in meiner Erinnerung zu einer einzigen Szene des Chaos und des Entsetzens. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich bei meinen Pflegeeltern. Sie sagten mir, dass meine Mutter in ein anderes Boot gekommen und mit diesem umgeschlagen und ertrunken war. Sie hatten von ihr gehört, dass ich niemand in der Welt habe als sie. Und da ihr eigenes Kind bei dem Schiffbruch umgekommen war, nahmen sie mich an seiner Statt mit in die neue Heimat. Sie hielt inne und löste ein Medaillon, das sie unter dem Kleide trug, von einer Kette. »Es ist leer«,
sagte sie, es Stöger hinreichend, wehmütig. Aber es ist das Einzige, das mir von meinen Eltern geblieben ist. Sie sah bestürzt auf. Stöger hatte beide Hände vor das Antlitz geschlagen und schluchzte leise. Anna, Anna, oh mein teures Weib. Aber jetzt ließ er die Hände sinken und blickte voll namenloser Zärtlichkeit auf die junge Frau, die ungläubig und fragend auf ihn hinstarrte. Mein Kind, meine Tochter, kam es von seinen bebenden Lippen. So habe ich dich wiedergefunden nach 25 Jahren. Mit unsicheren Fingern öffnete er das Medaillon und drückte an eine verborgene Feder. Der feine Boden schob sich zurück und ließ das Bild eines hübschen Mannes sehen. Die Züge desselben waren jung und heiter, aber sie waren unverkennbar die Züge des Mannes, der jetzt erschüttert flüsterte: Es war das Brautgeschenk, das ich deiner Mutter gab, das einzige, was sie mit sich nahm, als sie im Zorn von mir ging. Aber sie starb nicht im Hasse gegen mich. In der Todesstunde dachte sie meiner: Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich mein Kind heute in die Arme schließen kann. Er breitete seine Arme aus, und lautlos hielten Vater und Tochter sich umschlungen. Da trat Rosa, eine Lampe in der Hand und von Otto gefolgt, in das Zimmer. Die Kinder stürzten vom Fenster her auf sie zu. »Ist der Weihnachtsbaum fertig? Dürfen wir hinein, Tante?« »Es ist alles fertig. Darf ich die Lichter anzünden, Anna?« Sie wehrte den ungestümen Kindern und wandte sich der Schwester zu, aber die Lampe wäre ihr fast vor Staunen aus der Hand gefallen, als sie diese in Stögers Armen sah. »Um Gottes Willen, was ist geschehen? Du weinst, Anna. Und Sie auch, Herr Stöger?« »Ich weine, Rosa, aber vor Freude und Glück. Gott war gnädig. Er hat mir den Vater zurückgegeben. Rosa, Otto, dies ist mein Vater. Mein teurer, guter Vater. Das ist euer Großvater, meine Kinder. Oh, dass mein Gatte diesen Tag erlebt hätte.« Mit maßlosem Staunen ward die Botschaft aufgenommen. Ein hastiges Hin- und Herfragen, ein Durcheinander von Lachen und Weinen und aufgeregten Rufen folgte. Die überraschten Kinder wanderten von einer Umarmung in die andere, und Rosa überschüttete bald ihre Schwester, bald Stöger mit ihren Liebkosungen, bis Otto, der bei dem allgemeinen Küssen und Umarmen auch nicht zu kurz kommen wollte, Rosa für sich in Beschlag nahm und sie so oft und stürmisch in seine Arme schloss, als sei sie die wiedergefundene Tochter und er der verloren gegangene Großvater. Endlich trat eine verhältnismäßige Ruhe ein. »So hat Christkind euch einen Großvater gebracht«, sagte die Mutter, ihren ältesten Knaben an sich ziehend. »Ein Großvater?« wiederholte Hans einigermaßen besorgt. »Aber bringt es sonst nichts?« Die Mutter küsste ihn unter Tränen lachend. »Gleich soll Rosa die Lichter anzünden, aber ehe wir hineingehen, lasst uns wie alle Jahre unser Weihnachtslied anstimmen.« Die Kinder stellten sich im Kreise auf, die Hände gefaltet, die Blicke voll Andacht auf Rosa gerichtet, die jetzt mit heller Stimme einsetzte, und von den alten und jungen Stimmen, von zitternden, überströmenden Herzen klang es jauchzend und frohlockend durch das Zimmer. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt war verloren, Christ ward geboren. Freue dich, Christenheit. Psst. Und wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, weil es euch so sehr gefallen hat, merkt euch diesen Kanal für weitere Geschichten von der Märchenhexe.